Heute ist der 20. Mai 2018, Pfingstsonntag. Ich möchte gerne noch mal ein paar Worte zum Thema Wahrhaftigkeit sagen. Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit. Ich habe ja ein Video gemacht zu diesem Thema und habe hier eine Fortsetzung davon. In dem Video Wahrhaftigkeit berichte ich davon, dass ich vor einigen Jahren an einer Stelle meines Lebens alle Fehler offenbart habe, die ich begangen habe, die mir bewusst waren. Begonnen bei der Geburt. Das waren mehrere Stunden, die ich laut ausgesprochen habe, was ich falsch gemacht habe, wann ich es gemacht habe, nach bestem Wissen und Gewissen. Anders geht es nicht. Auch wenn das unvollkommen ist, vielleicht, es geht nicht anders, man kann nicht mehr tun, als dieses wahrhaftig zu leben. Und ich kann ja nur das leben, was in mir ist, und bin immer auf einem jeweiligen Stand meines eigenen Bewusstseins, meines Lebens und dessen, was gerade ist. Und das ist insgesamt ein Entwicklungsprozess, der einen im Leben auch vielleicht manchmal schlingern lässt, und dann kommen wir weiter eine Stufe höher in unserer Erkenntnis, in unserem Bewusstsein, und haben wieder Kraft, ein ganzes Stück gerade zu gehen, weil wir quasi einem inneren Ziel folgen. So, und jetzt wollte ich noch einmal ein paar Worte dazu sagen, zu diesem Thema Wahrhaftigkeit. Dieses Haus, in dem ich hier lebe, Zielstraße 1, in das ich vor 5 Jahren gezogen bin, gibt es sehr unterschiedliche Energien. Und es gibt in diesem Haus auch Energien, die wir wahrscheinlich als dämonische Energien klassifizieren. Das bedeutet, dass zum Beispiel, als ich hier eingezogen bin, nur 2, 3 Wochen später meine Katze das Haus verlassen hat, weil ihr die Energien auch nicht gefallen haben, das, was sich hier angesammelt hat. Und mein Hund, mit dem ich ja hier lebe, hat in diesen 5 Jahren sich sehr, sehr oft entweder in einen der Räume gestellt und hat in das Nichts gebellt sozusagen, oder aber er hat sich auch versteckt, in einer Ecke versteckt, unter einem Tisch versteckt oder manchmal unter dem Bett, meinem Bett versteckt. Und dann wusste ich, es ist etwas im Raum, eine dämonische Energie. Und dazu möchte ich etwas sagen, was wichtig ist, wenn einem so etwas widerfährt, dass man merkt, es ist etwas da, was nicht sichtbar ist, aber man kann es fühlen, und es versucht, einen geistig zu irritieren oder zu manipulieren oder einen in eine destruktive Ecke zu drängen, zu einem negativen Denken zu bewegen. Dann weiß man, das ist eine dämonische Energie, und was man dagegen tun kann, das ist aufrichtig zu leben, aufrichtig zu sein, etwas Wahres zu sagen. Gib etwas Wahrheit preis aus deinem Leben, was du in dir verbirgst, weil es
der Öffentlichkeit nicht gefallen wird. Und deshalb verbirgst du es, dass du irgendetwas gemacht hast, begangen hast, einen Fehler begangen hast. Du trägst es mit in dir, versteckst es, und das ist sozusagen ein Nistort für dämonische, negative Kräfte. Weil dass du es dort versteckst, ist eigentlich ein Zeichen von Schwäche. Du verbirgst es. Und dieses Verbergen macht dich schwach, und da bist du verwundbar, und da kann sich zum Beispiel ein Dämon einnisten darin und lässt dieses, was du verbirgst, zum Beispiel in unregelmäßigen Abständen aufsteigen in dein Bewusstsein, in dein Denken, und dann bist du vielleicht gerade gut zufrieden, gut drauf, vielleicht eigentlich fröhlich, und dann kommt es plötzlich hoch und wupsch, zieht es sich runter. Das ist die Kraft, die ein Dämon hat. Und so suchen Dämonen jedes Nest, in dem wir schwach sind. Und wir sind immer schwach in jeder Lüge, in jeder Unaufrichtigkeit. Und aufrichtig zu sein, die Wahrheit zu sagen, das heißt auch, sich zu bekennen. Das bedeutet nicht, dass man fehlerlos ist. Das bedeutet nicht, dass man keine Irrwege gegangen ist, sondern es bedeutet, die Power zu haben, die Kraft zu haben, zu sagen, ja, so ist es. Das und das ist geschehen. Das ist die Wahrheit. Und diese Kraft, die die Wahrheit hat, die lässt alle Dämonen erschüttern. Die Dämonen fliehen, sie verlassen den Raum, sie verlassen unseren eigenen Geist, unser Denken, sie verlassen auch den Raum, in dem wir leben, oder die Umgebung, in der wir sind, weil unsere Kraft der Aufrichtigkeit stärker ist als alle dämonische Energie zusammen. Und das ist etwas sehr Schönes. Ja, das wollte ich euch sagen. So, weil in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, merken wir ja immer mehr, dass viel Irrwege gegangen werden, viel Negatives in der Welt geschieht. Ständig neue Probleme, ständig neue Konflikte, ständig neuer Trouble. Menschen drehen durch, knallen einfach sinnlos andere Menschen ab. Schüler bringen Waffen mit in die Schule und ballern um sich. Und all dieses, das hat die Tendenz, uns quasi irrsinnig zu machen oder wahnsinnig zu machen oder dermaßen eingeschüchtert zu machen, dass wir keinerlei Mut mehr haben, noch irgendetwas zu leben oder zu tun. Und da sollten wir genau anders agieren. In uns ist bereits, dass wir wissen, was da nicht okay ist in dieser Art von Leben. Und wir sollten das leben, was wir erkannt haben, was eigentlich zu einer glücklichen Gemeinschaft führen kann. Was bedeutet eine friedliche Welt, eine friedliche Gesellschaft? Was bedeutet es? Es kann nicht bedeuten, dass ich klassifiziere und sage, das ist besser als das andere und das ist gar nicht gut und das taugt überhaupt gar nichts und das ist sozusagen absolut das Höchste. So schaffe ich keinen Frieden. Ich schaffe nur Frieden, indem ich auch nicht alles gleich mache und sage, das ist alles das Gleiche, völlig egal, was da ist, sondern zu akzeptieren, dass dieses oder jenes ist. Und wenn ich feststelle, dass etwas falsch ist, ein bestimmtes Agieren, ein bestimmtes Gesetz oder ein Befehl, den irgendein Mensch, ein Politiker erlässt,
verkehrt ist, dann kann ich das sagen und dann muss ich das auch sagen, dass ich das für nicht richtig erachte. Nur so können wir irgendetwas ändern. Und gerade in dieser Zeit des Umbruchs und wir wissen nicht, was noch alles kommen wird in den nächsten Jahren, nimmt man aber, sagen wir mal, nimmt man die Bibel als Fundament und das, was dort äh, als Prophezeiung, Voraussagung geschrieben steht, dann wird ja noch sehr viel geschehen. Die Frage ist dort allerdings immer auch, geschieht das eigentlich in der materiellen Welt oder geschieht das in der geistigen Welt? Das ist sozusagen, man kann es auch vergleichen mit der Situation im Garten Eden. Der Garten Eden, so wie er beschrieben ist nicht das, was vielleicht die meisten Menschen denken, da ist ein Garten, in diesem Garten steht ein Apfelbaum und da hängen schöne rote, reife Äpfel dran, die verführerisch leuchten und Eva und Adam kommen dahin und sie nehmen von diesem, beißen von diesem Apfel ab. Das ist das Sinnbild, das ist eine Metapher. Zunächst einmal ist der Garten Eden ein geistiger Garten, ein geistiger Raum. Denn auch wenn er Materie wird, bevor er Materie wird, ist er erst erdacht. Denn Geist erschafft Materie und nicht umgekehrt. Das Gebot in dem Garten Eden ist aber bedeutet, du sollst nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. Und das heißt, mache nicht den Fehler zu sagen, das ist alles gut, das ist alles schlecht. So teilst du die Welt ein. Dadurch, weil du selber Schöpferkraft hast und du sagst, das ist schlecht, erschaffst du erst das Schlechte. Und wenn ich etwas einfach nur als schlecht erachte und bezeichne, gebe ich diesem Schlechten keine Chance, etwas Gutes zu entwickeln. Und das ist die große Gefahr darin. Das heißt, ich habe zwei getrennte, losgelöste Pole, die gegeneinander wirken. Und so ist es auch in die Situation hier in meinem Haus, in dem ich lebe, dass ich nicht alles verteufel, was hier an negativen Energien erscheint, lebendig ist oder lebendig war, sondern ich akzeptiere es und ich lebe aufrichtig dieses, dass ich das wahrnehme, dass ich es fühle, ich stehe dazu, ich mache mich nicht selber krank, ich sage nicht, oh, ich muss jetzt zum Psychiater rennen, weil ich dies und dieses, das empfinde. Ich laufe auch nicht weg und verstecke mich irgendwo, sondern ich gehe straight dadurch und sage, nein, ihr könnt mich nicht. Ihr könnt mich nicht beeinflussen. Ihr könnt mich nicht runterziehen und festhalten. Ich gehe in die Wahrheit und die Wahrheit ist Licht. Das ist das geistige Licht. Das geistige Licht ist etwas, was dämonische Kräfte scheuen, weil dieses geistige Licht den Dämonen ein Spiegel ist und sie erschrecken vor sich selbst. Und sie laufen somit vor sich selber weg. Das wollte ich jetzt mal sagen. Also wichtig ist, bei der Wahrheit und Aufrichtigkeit zu bleiben. Das bedeutet fast
immer, dass man an sich selbst Kritik üben muss, sich schuldig bekennen muss, und dieses sollte man laut machen, laut aussprechen, dass es als Wort entsendet ist, weil das Wort auch eine bestimmte Kraft beinhaltet. Ja, okay, das wollte ich erstmal sagen. Ciao, bis demnächst mal wieder und Shalom und schöne Pfingster.